Guten Tag, Frau Stecher. Hallo. Wir sind jetzt ungefähr 9 Monaten nach Ihrer FFS Genau. und ich hätte ein paar Fragen dazu. Die erste wäre, warum haben Sie eine FFS machen lassen? Welche Probleme hatten Sie? Der Grund, warum ich mir das eigentlich überlegt habe, war, dass ich früher das Problem gehabt habe, dass Passing in der Öffentlichkeit zwar funktioniert hat, großteils, aber privat, wenn ich zum Beispiel nicht irgendwie hergerichtet war oder geschminkt war und so, dann habe ich mich oft unwohl gefühlt, zum Beispiel wenn ich in den Spiegel geschaut habe oder zum Beispiel auch nach dem Duschen, wenn meine Haare nicht mehr gepasst haben. Und dann hat sich mein Gesicht für mich selber einfach noch zu männlich angefühlt. Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich so meine eigene Psyche damit helfen kann. Und dass ich auch nicht mehr so das Problem habe, zum Beispiel eben in den Spiegel zu schauen und so. Und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Ich habe mich eigentlich informiert, was es da für Ärzte gibt, die sich auf sowas spezialisieren. Und ich habe auch von meiner Psychotherapeutin damals, weil ich mit der auch natürlich über das geredet habe, mit der geredet, und sie hat eben auch andere Patienten, glaube ich, gehabt, die bei ihnen irgendwann mal waren in der Vergangenheit. Und dadurch hat sie mir natürlich sie auch empfohlen in dem Fall. Schön. Und wie ist das Ergebnis? Hat es geholfen? Ja, es hat mir auf jeden Fall geholfen. Am Anfang natürlich ist man immer so ein bisschen, wo noch alles ziemlich geschwollen ist, ist man sich immer so ein bisschen unsicher am Anfang. Aber nachdem jetzt es eigentlich nachher jeden Tag fast besser geworden ist, bin ich jetzt auf jeden Fall zufrieden. Und es hat auch mit dem, was ich eigentlich davor die Probleme gehabt habe, hat es auch geholfen damit. Okay. Sie sind dann auch wahrscheinlich eine Woche bei uns im Gästehaus geblieben? Oder? Genau, ja. Eine Woche, ja. Wie war das? Das war auch sehr schön. Also es war sehr nett. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Petra. Die Petra, genau. sie war ganz nett, und sie hat auch wirklich beim langsam Gesundwerden geholfen. Und auch die anderen Patienten, die zu der Zeit da waren, mit denen habe ich mich auch gut verstanden. Und generell die Pflege war eigentlich sehr gut im Gästehaus. Die Heilung nach der OP, wie ist die verlaufen? Wie lange hat es gedauert? Haben Sie viel Schmerzen gehabt? Schmerzen habe ich eigentlich fast keine gehabt. Es war in der ersten Woche im Gästehaus war es oft relativ unangenehm von den Verbänden und allem her. Aber als sie eigentlich weg waren und als ich entlassen worden bin, war es eigentlich nicht mehr so schlimm. Also die Schwellungen waren die ersten paar Wochen, glaube ich, noch relativ stark und ein bisschen unangenehm. Aber es ist dann eigentlich relativ schnell wieder normal quasi. Ja, wie lange hat das gedauert, bis es wieder quasi normal war? Mit länger als ein paar Wochen, aber ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, weil es jetzt dann schon wieder so lange her ist. Und hat es noch unerwartete Sachen gegeben, Komplikationen? Das Einzige, was mir jetzt einfällt, am Anfang habe ich gemerkt, dass ich an Mundwinkeln nicht mehr so richtig bewegen habe können. Also zum Beispiel beim Lächeln hat sich dann nicht so weit bewegt wie der andere.
Aber das hat sich dann eigentlich ziemlich bald auch geklärt und ist jetzt wieder ganz normal. Ja, okay. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren vor der OP, noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen, was würde es sein? Irgendwas, was Sie anders machen würden? Eigentlich einfach mehr Geduld haben Mehr Geduld mit, Ja. mit was? mit der Heilung. Okay. Aber sonst eigentlich. Ja. Wenn jemand die Interesse hat an einer Behandlung oder OP bei uns mal Kontakt aufnehmen möchte über E-Mail, wäre das in Ordnung für Sie? Das wäre in Ordnung, ja. Okay, das ist sehr nett. Vielen Dank fürs Interview. Danke.